Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin auf der Bauma in München und bin hier am Liebherr-Stand und bin hier vor einem riesengroßen Raupenkran und den lasse ich mir jetzt gleich hier vom Wolfgang Pfister erklären und vorstellen. Wolfgang Pfister ist Head of Strategic Marketing bei Liebherr für diese großen Baugeräte. Ich begrüße Sie. Schönen guten Tag. Wir stehen hier vor einer absoluten Weltpremiere auf der Bauma. Wir freuen uns sehr, einen 300 Tonnen Raupenkran zu zeigen. Es handelt sich dabei um den LR 1300.2 SX. Für was steht denn das dann als Abkürzung? Da hat ja jeder Buchstabe wahrscheinlich irgendeine Bedeutung. Ganz genau. Die Bezeichnung ist sprechend, also wir haben sprechende Bezeichnung. LR steht einfach für Liebherr Raupenkran, LR. 1300 steht für die maximale Traglast. Wir sprechen von 300 Tonnen Tragkraft. Punkt 2 ist die Gerätegeneration, ist die neue Gerätegeneration. Der erste LR 1300 kommt aus dem Jahr 2007, hatte im Übrigen auch auf der Bauma 2007 seine Premiere, seine Weltpremiere. Das ist schon die Gerätegeneration 2. Und was uns besonders freut, man sieht hier den Raupenkran in der sogenannten Unplugged-Version. Und Unplugged heißt batterieelektrisch betrieben. Es handelt sich also um ein elektrohydraulisches Gerät. Da ist nach wie vor sehr viel Hydraulik natürlich in dem Gerät und gespeist bzw. angetrieben wird der Raupenkran von einem batterieelektrischen Antrieb. Unplugged, da haben wir, glaube ich, 2019 schon mal ein Gerät gezeigt. Das war ein Drehbohrgerät. Das hieß auch Unplugged. War das dann irgendwie, wie lange bauen Sie überhaupt schon Unplugged-Geräte? Ist das jetzt hier damals eines der ersten gewesen oder machen Sie das schon länger? Ganz genau. Wir durften 2019 auf der Bauma unsere Weltpremiere feiern mit dem Unplugged, also mit dem batterieelektrischen Konzept. Das war damals das LB16 Unplugged. Das erste batteriebetriebene Großdrehbohrgerät der Welt überhaupt. Damals insofern eine Weltpremiere, als sich die Branche gar nicht vorstellen konnte, dass man Geräte in dieser Größenordnung überhaupt batterieelektrisch betreiben kann. Wir haben gezeigt, dass es funktioniert. Das Gerät ging damals nach 3 Monaten auch im Einsatz. Und was man da sieht, ist eigentlich die konsequente Weiterentwicklung dieser batterieelektrischen Baureihen. Sprich, sind einige Drehbohrgeräte mehr elektrifiziert und wir haben zwischenzeitlich schon 5 Raupenkrane batterieelektrisch elektrifiziert. Und das ist aktuell der größte Raupenkran, der batterieelektrisch betrieben wird, der 300 Tonner. Und haben in Summe gibt es jetzt schon 11 Unplugged-Typen im Produktportfolio von Liebherr. Man sieht also, dass sich dieses batterieelektrische Konzept durchaus durchgesetzt hat. Und dieser Raupenkran von den Abmessungen her, das schaut mir jetzt so aus, wie wenn das ungefähr so 6-7 Meter lang ist. Könnte mich auch täuschen, ist wahrscheinlich länger, oder? Ist sogar länger. Tatsächlich hat es eine Länge von 12 Metern, eine Breite von 8 Meter, also schon eine recht imposante Aufstandsfläche. Wobei, wenn wir von der Aufstandsfläche sprechen, darf ich vielleicht gleich auf ein Detail kommen. Da sieht man noch eine Platte, die am Boden ist. Es handelt sich hierbei um sogenannte Bodendruckreduktionsplatten. Die sehen jetzt zwar recht unscheinbar aus, haben aber eine extrem wichtige Funktion auf der Baustelle. Das sind sogenannte Bodendruckreduktionsplatten, die werden also hydraulisch aufgestützt. Was passiert? Dadurch verlängert sich oder vergrößert sich die Aufstandsfläche des Raupenkrans. Der Bodendruck wird mehr verteilt, er kriegt also dadurch eine höhere Aufstandsfläche, und der Vorteil ist, der Bodendruck wird dadurch um 56% reduziert. Und wir wissen, dass auf Baustellen das Thema Bodendruck ein unheimlich wichtiges Sicherheitsmerkmal ist. Und es verleiht dem Kran eine höhere Stabilität, aber auch sicherheitstechnisch komme ich vielleicht nicht so sehr an bestimmte Limits, gerade wenn es um schwere Lasten geht, wie wenn ich eigentlich diese Möglichkeit nicht habe. Das heißt, die Raupe selber ist dann das Transportmittel, damit der vor Ort ein wenig verlegt und verfahren werden kann. Und wenn er Last heben muss, hier an seinem großen Haken, was kann er denn heben? Also der Kran kann bis zu 300 Tonnen heben. Also von der Tragkraft ist die nominelle, auf das ist er ausgelegt, der Kran. Man sieht den Kran so, wie man es vorher gesehen hat, in einer eigentlich kleinen Konfiguration. Der 20 Meter Hauptausleger, 20 Meter Nadelausleger. Das sind jetzt vielleicht 40, 45 Meter Hakenhöhe. Ist gar nicht sonderlich viel für einen Raupenkran. Denn der Raupenkran kann eigentlich theoretisch bis zu 169 Meter
Auslegerhöhe haben, also die Kombination aus Hauptausleger und Nadelausleger. Und wenn er eine Derrick-Ausrüstung hätte, das ist eine sogenannte Schwerlastausrüstung, auch das ist verfügbar für diesen Raupenkran, da könnte er theoretisch sogar in einer Auslegerkombination von 196 Metern gehen. Da sprechen wir also schon von Hubhöhen von nahezu 200 Metern. Und das sind schon imposante Reichweiten. Das heißt, er kann dann beispielsweise bei Windrädern zum Aufbau Turbine hochfahren und sonstiges dann eingesetzt werden. Ganz genau. Könnte für solche Einsätze für solche Zwecke zum Einsatz kommen. Für Windkraftprojekte werden oft noch größere Raupenkrane traglastmäßig verwendet. Das sind also oft 600, 700 Tonnen oder 800 Tonnen. Aber gerade wenn es um Servicierungseinsätze geht, sind auch Raupenkrane in der Größenordnung durchaus geeignet, in Windparks zum Einsatz zu kommen. Gut. Können wir uns mal anschauen, wie das ist mit der Stromversorgung. Der hat ja jetzt Akkus im Einsatz. Und wo wird der dann nachgeladen und Sehr wo gerne. sind die Akkus? Sehr gerne. Wir schauen uns die Akkus an. Die befinden sich beim Raupenträger an der Seite. Wir laufen jetzt direkt hin zum Raupenträger und schauen einmal, wie dieses Ladekonzept als solches funktioniert. Man sieht hier, wir befinden uns hier am Rand. Es wird also ganz unkompliziert von der Seite her aufgeladen. Man sieht hier an der Konfiguration, dieser Raupenkran kommt im US-amerikanischen Markt zum Einsatz. Man sieht es an der Ladezahl. Also bei uns in Europa hätte das Ladespannungen von 32 Ampere bzw. 63 Ampere. Das ist für den US-amerikanischen Markt schon konfiguriert. Je nachdem, welche Ladespannung oder welche Möglichkeiten der Stromversorgung vor Ort da sind, wird es vorgewählt, ob ich 30 Ampere in dem Fall habe oder 60 Ampere. Und das Besondere an dem Raupenkran ist, die Batterien halten eigentlich vergleichsweise lange, weil ein Raupenkran eigentlich nicht extrem viel Leistung benötigt und oft auch nach dem Heben oder Senken von Lasten wieder einmal in einer gewissen Ruhephase verharrt. Also das Besondere ist, wenn die Batterien geladen sind an diesem Raupenkran, dann kann der Raupenkran im geladenen Zustand bis zu 13 Stunden durchgehend im Einsatz sein. Und das ist eigentlich mehr als eine durchschnittliche Tagesschicht. Das heißt, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel einer Maschine, die über Nacht geladen werden kann, unkompliziert, und den kompletten Tag unplugged, also quasi ausgesteckt, funktioniert. Trotzdem kann das auch eingesteckt bleiben, das Gerät, kann also auch im eingesteckten Zustand betrieben werden. Von den Ladezyklen, wenn er mit 30 Ampere geladen wird, reden wir von einer Ladezeit von rund 8,5 Stunden ungefähr. Und wenn er mit 60 Ampere geladen wird, ist sogenanntes Quick Charging möglich in einer Dauer von bis zu 4,5 Stunden. Also man sieht es sehr unkompliziert, wird über Nacht geladen, untertags betrieben. Was haben wir denn für Akkukapazität überhaupt an Bord? Die Akkus sind also jetzt hier an der Front, hier hinter den Klappen Akkus versteckt. sieht man jetzt nicht, die Akkus sind an der Oberseite angebracht, also die sind also zugänglich quasi von oben. Wir haben 4 Akkupakete quasi, 4 mal 98 Kilowatt, also Gesamtleistung von 392 Kilowatt. Und der Raupenkran wird vom E-Motor mit einer Leistung von 438 Kilowatt angetrieben. Also insofern ein sehr leistungsstarkes Gerät. Und wir sehen auch, dass dieser Markt sehr intensiv nachgefragt wird. Also gerade im Raupenkranbereich, gerade im Hebebereich ist diese Akkutechnologie auch sehr populär. Und wir freuen uns eigentlich, den 300 Tonner auch jetzt neu am Markt anbieten zu können. Das heißt, also gesamt 300 Tonnen ist die Traglast maximal, die er schafft. Und das Gewicht von so einer Einheit ist dann wahrscheinlich auch hunderte Tonnen. Also das Gewicht, da gibt es also eine Faustregel, das Gewicht des Raupenkrans entspricht eigentlich in der Regel immer so der maximalen Tragkraft. Wir sprechen also da auch je nach Auslegerlänge, je nach Konfiguration von 250 bis 300 Tonnen, die so ein Raupenkran eigentlich in Summe auch auf die Waage bringt. Gut, und die Bedienung dieses Raupenkrans ist dann hier auch in diesem Führerstand. Da können wir sicher mal reinschauen. Genau, werfen wir gerade einen Blick, gehen wir in die Kabine. Das ist jetzt, haben Sie mir vorhin schon verraten, eine Bühne, ein Bühnenaufgang für Publikum.
jetzt für die Messe. Der normale Aufgang ist hier ein etwas kleinerer, der normal dann an allen 4 Seiten angebracht ist und der dann etwas kompakter ist, weil erst Baustellenpersonal weiß, wo man sich bewegen kann. Ganz genau. Also wichtig ist, die Aufstiege erfolgen kontrolliert natürlich von vorne. Man sieht hier auch quasi sehr großzügige Fläche. Also wir haben einen extrem komfortablen Bereich, in dem sich sowohl der Kranfahrer als auch das Wartungspersonal bewegen kann. Weil die Raupenketten sind eigentlich nicht zum Belaufen da. Das ist ja auch, da besteht auch eine gewisse Rutschgefahr, Absturzgefahr, deshalb spezielle Aufstandsfläche gesichert, fungiert gleichzeitig nicht nur als Aufstandsfläche, sondern auch als Ballast, also sehr elegant gelöst, Aufstieg mit Handläufen gesichert und sehr großzügig bemessen. Also für den Kranfahrer oder für die Kranfahrerin sehr entspannt, sich auf der Maschine zu bewegen. Und man sieht auch die Kabine, das ist das neue Kabinendesign. Man sieht es auch, ist speziell gespiegelt, spezieller UV-Schutz. Ach, das heißt, es ist durchsichtig, aber dass ein bisschen Tageslicht reinkommt, aber eben dann trotzdem UV-geschützt. Ganz genau, ja. Sehr entspannt für Kranfahrer, Kranfahrerin. Neue Kabinenanlage, also neue Klimaanlage. Der Fahrersitz, das sind alles standardmäßig orthopädischer Fahrersitz. Die sind auch luftgefedert, also sehr entspannt. Also das Thema Komfort für den Kranfahrer, Kranfahrerin spielt eine große Rolle. Und weil sich doch der Kranfahrer viele Stunden pro Tag in der Kabine befindet. Und sind auch viele Kleinigkeiten, die integriert sind. Integrierter Kühlschrank, integrierte Ladefläche für das Smartphone. Also soll auch ein möglichst entspanntes und ergonomisches Arbeiten ermöglichen. Schauen wir uns mal an, wie Sie jetzt hier drin sitzen. Bei mir macht es jetzt keinen Sinn reinsetzen, weil ich ja filmen muss, aber ich möchte es ganz gerne mal sehen hier. Man sieht auch Luftfederung, passt sich automatisch dem Gewicht an. Da könnt ihr jetzt in den Kranmodus gehen, also da löse ich jetzt quasi, so bin ich im Sicherheitsmod, also bevor eigentlich das nicht runtergelegt ist auch nichts aktiviert, kann auch nichts passieren. Ich kann da schalten und walten, wie ich will. Im Moment ist der Kran gesichert, aber man sieht sehr elegant, ergonomisch angeordnet. Wir haben im Moment Sonne. Ich sitze aber nicht an der Sonne, also ermöglicht sehr entspanntes und eigentlich schon elegantes Arbeiten. Das heißt, da kann ich wirklich den ganzen Tag eine schöne Schicht hier machen und kann tatsächlich dann entspannt den Arbeitstag verbringen. Absolut. Entspannt und unkompliziert. Das heißt also, das ist jetzt hier das batteriegetriebene Gerät und Sie haben ja vorhin schon verraten, wir schauen uns nachher noch ein zweites Gerät an. Genau. Einen, der rein elektrisch läuft. Warum macht man jetzt in dem Falle den per Akku und den anderen, das wird ein Seilbagger, haben Sie mir vorhin schon verraten, HS 8100.2. Da werden Sie mir nachher sicher noch Näheres erklären können, warum das jetzt hier in dem Fall dann keiner ist, der unplugged ist. Ganz genau. Wir kommen jetzt zur nächsten Variante. Ein voll elektrischer Seilbagger. Wir gehen jetzt gleich raus und schauen uns den an. Da geht es vor allem um Leistungsspitzen, also um Power. Da geht es nicht um dauerhafte Batterieleistung, sondern da geht es jetzt wirklich um Leistungsspitzen. Und das schauen wir uns jetzt direkt beim Seilbagger an. Das heißt, der kleine Seilbagger steht hier drüben schon. Genau. Der rechte ist das jetzt hier auch in verkleinerter Form aufgebaut und für die Messe dann etwas kompakter. Genau. Wir stehen jetzt beim kleineren Gerät, aber immer noch imposanten Gerät. Es handelt sich hier um einen 100 Tonnen Seilbagger, also immer eine imposante Gerätegröße. Man sieht es auch an der Bezeichnung HS 8100.2 Dual Power. Ähnliches oder selbes Namenskonzept. Die Bezeichnung 100 steht für die Tragkraft, also für die nominelle Tragkraft dieses Geräts oder eigentlich für die Auslegung, also 100 Tonnen Seilbagger. Punkt 2 neue Gerätegeneration. Was aber speziell ist oder das Besondere ist diese kleine Zusatzbezeichnung, weil hinter der verbirgt sich Großes. Dual Power steht eigentlich für die Vielfalt des Antriebskonzepts auf dem Seilbagger, nämlich es handelt sich hierbei um eigentlich die Weltpremiere schlechthin, weil jetzt sind wir einen
Technologiesprung schon weiter. Wir sprechen hier von einem vollelektrischen Antriebskonzept. Das heißt, alles, was man bei dem Gerät sieht von außen, ist voll elektrifiziert. Wir haben das Fahrwerk mit E-Motoren, wir haben das Schwenkwerk E-betrieben. Also nichts mehr, was irgendwie Nichts mehr, was mit hydraulisch betrieben oder gespeist wird. Wir haben das Einziehwerk des Auslegers, das Einziehwerk elektrisch und die Hauptwinden auch. Es finden sich 2 Hauptwinden, 2 30 Tonnen Freifallwinden, also sehr leistungsstarke Winden. Hauptwinden, die sind voll elektrisch betrieben. Das heißt, im Zyklus, der mit der Maschine gefahren wird, bei jeder Senkenbewegung, bei jeder Bremsbewegung, bei jedem kraftschlüssigen Bremsen gibt es so ein Energierückgewinnungssystem. Das wird in die Systemleistung zurückgeführt und dadurch habe ich eigentlich bei selber Leistung, also ein Zyklus, ein durchschnittlicher Zyklus, wie zum Beispiel im Schleppschaufeleinsatz stattfindet oder im Materialumschlag, beim durchschnittlichen Zyklus habe ich eigentlich bei selber Leistung 30% weniger Energieverbrauch, einfach aufgrund dieser Energierückführung oder Energierückgewinnung. Das heißt, ich habe für den Zweck dann einen Akku eingebaut, der dann die Energie, die Rückgewinnung ausnutzt. Wahrscheinlich dann aber auch den Akku als Leistungsreserve. Oder wie ist es bei der Stromanschluss an Baustellen, ja vielleicht für eine Spitzenlast wahrscheinlich nicht reicht, oder? Ganz genau, ganz genau. Wir haben nämlich eigentlich, und deshalb auch dual, wir haben folgendes System. Entweder wird der Seilbagger voll elektrisch betrieben, dann brauche ich aber, man sieht es auch, eine Systemleistung oder eine Baustellenleistung von 125 Ampere. Wenn ich das habe vor Ort, wird der Seilbagger voll elektrisch betrieben. Und trotzdem hat der Seilbagger noch eine Batterie drinnen, eine recht kleine Batterie, die einfach dafür sorgt, dass diese Leistungsspitzen, die benötigt werden in den Zyklen, dass diese Leistungsspitzen kurzfristig abgerufen oder aufgerufen werden können, um dann den Zyklus quasi fertigzustellen. Das heißt, und was noch besonders ist, es heißt Dual Power deshalb, selbst wenn ich nicht die Systemleistung habe, selbst wenn ich nicht 125 Ampere Baustellenstrom habe, kann ich ihn immer noch dual betreiben. Also optional ist ein zusätzlicher Dieselgenerator eingebaut in der Maschine, der, wenn ich nur unter Anführungszeichen 32 Ampere oder 63 Ampere habe auf der Maschine, dass ich quasi den dual speise. Also ich habe eine gewisse Systemleistung, die ich elektrifiziert bringe, aus dem Baustellenstrom, und den Rest mache ich einfach mit dem zusätzlichen Dieselgenerator. Und die Spitze, die Leistungsspitze, die ich immer Zyklus benötige, die nehme ich aus der Batterie raus, die ebenfalls verbaut ist. Also man könnte auch sagen, nicht nur Dual Power, eigentlich sogar Triple Power, weil ich habe im Extremfall den Baustellenstrom, ich habe den Dieselgenerator und zusätzlich die Leistungsspitze über die Batterie. Also absolut vielfältiges Gerät und daher eine Weltneuheit aus unserer Sicht, weil es uns zum ersten Mal gelungen ist, Geräte in dieser Größenklasse voll zu elektrifizieren und gleichzeitig aber auch Alternativen zu bieten in jenen Baustellenumgebungen, wo diese Baustelleninfrastruktur nicht in der Form gegeben ist, wie wir es uns vielleicht immer und überall erwarten würden. Und diese Länge jetzt hier, das sind jetzt nicht die 59 Meter, die er kann, sondern wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger. Genau, das ist die Messe, das ist quasi die Messekonfiguration. Das wäre auch eine typische Konfiguration, wie man es hier sieht, mit dem Umschlaggreifer. Der Umschlaggreifer wird nie auf die maximale Auslegerlänge genommen. Der Umschlaggreifer wird immer auf die Auslegerlänge angepasst, die für den jeweiligen Arbeitszyklus im Materialumschlag optimal ist. Und in der Regel sind es so irgendwo zwischen 30 und 35 Meter Auslegerlänge, die üblicherweise im Einsatz sind. Das wäre auch eine typische Auslegerlänge für einen Schiffkübeleinsatz, wo es darum geht, dieses Nassbackern oder dieses Kiesgewinnen, diese Kiesgewinnung in einer typischen Kiesgrube bei uns in der Umgebung. Das heißt, in der Schaufel, das ist die kleine Schaufel, da hat wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal 7, 8 Kubikmeter oder was hat da Platz? Das kommt hin, also 5, 6 Kubikmeter sind sicherlich. Und je nachdem, was für eine Dichte wir haben natürlich, also je nachdem Dichte, Kubikmeter, 1,5 Tonnen, sieht man schon, da werden schon einige Tonnen
pro Zyklus Last und Materialien bewegt. Und was hat man da dran? Normal Schaufel, andere Geräte wahrscheinlich auch, die man alternativ machen kann. Typische Einsätze wäre Materialumschlaggreifer, wie wir es hier sehen, Schüttgutgreifer. Typisch wäre auch ein Schürfkübel, könnte aber auch ein Schlitzwanggreifer sein, ein mechanischer Schlitzwanggreifer, weil das Gerät ja elektrisch betrieben wird und keine Hydraulikleistung hat. Und Schlitzwanggreifer ähnlich wie den Schlitzwanggreifer, den wir direkt neben mir sehen. Das ist allerdings ein hydraulischer Schlitzwanggreifer, aber das Prinzip wäre dasselbe. Wir hätten keinen hydraulischen Schlitzwanggreifer an dem Gerät, sondern einen mechanischen Schlitzwanggreifer, der aber einfach sicherstellt, dass ich diese Schlitzwände, und die kann ich bis zu einer Breite von 1800 mm, einer Länge von rund 3 bis 3,5 Metern. Das heißt also, je nachdem, welche Breite ich brauche, habe ich eine andere Schlitzschaufel. Ganz genau. In dem Fall habe ich jetzt wahrscheinlich so 80 cm, 90 oder so sind das jetzt. Und eine Konfiguration, also wenn wir jetzt uns vorstellen, das wäre ein mechanischer Schlitzwanggreifer, der mechanische Schlitzwanggreifer hängt am elektrischen Seibacker, dann wären wir wieder im Spezialtiefbau. Dann würde man diesen vollelektrischen Seibacker in einer typischen Spezialtiefbauanwendung im Schlitzwandeinsatz sehen und erleben dürfen. Und dieser Dual Power, das ist jetzt hier noch ein erster Prototyp, haben Sie mir vorhin auch schon vorab verraten, der noch nicht jetzt gleich ausgeliefert wird. Genau, da handelt es sich noch um einen Prototyp. Eine Weltpremiere, der geht natürlich im Anschluss wieder von der Messe in das Werk zurück. Da werden natürlich noch Anpassungen und Justierungen vorgenommen. Wir stehen auch schon mit Kunden in Kontakt, die schon gespannt sind darauf, diesen neuen vollelektrischen Seibacker im Testeinsatz erkunden zu dürfen. Das Feedback dieser Testeinsätze fließt zurück wieder zu uns in die Entwicklung und wir gehen davon aus, dass im Jahr 2026 die ersten Geräte auch im Einsatz zu sehen sein werden. Gut, das war jetzt eigentlich ein schöner Ausflug hier in diese Welt des Raupenkrans und des Seilbaggers hier. Und dann bedanke ich mich hier beim Wolfgang Pfister hier für die Vorstellung dieser beiden Neuheiten. Vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Messeverlauf.